So, hallo liebe Moped-Freunde. Ich habe ja gestern das Druckstück vom Steuerkettenspanner getauscht, vom Motor. Das Rasseln war weg, aber während der Fahrt hat es auf einmal gescheppert. Und zwar ist hier vom Anlasserrelais das Gummi hier abgerissen. So, ich zoome mal ein bisschen. Hier seht ihr es, das ist einfach abgerissen. So, jetzt habe ich mir was überlegt. Da ich keine Lust habe, ständig irgendwelche Ersatzteile zu kaufen, weil irgendwann geht das auch ins Geld, hier und da Ersatzteile, da Kleinteile, da geht was kaputt. Habe ich keine Lust mehr. So, ich habe mir jetzt aus einem Stück Fahrradschlauch, 28 Zoll, relativ dünn, habe ich mir hier das ausgeschnitten, das lege ich hier auf die Lasche. So, hier stecke ich jetzt ein Stück Kabelbinder durch. Mache das hier oben soweit schon mal fest. So, und jetzt mache ich das hier an die Lasche dran und ziehe das Ganze fest. So, sieht natürlich alles andere als schön aus. So, und natürlich auch gut festziehen. Sieht natürlich alles andere als schön aus, aber tja, das sollte jetzt so schnell erstmal nicht mehr abreißen, es sei denn, das Gummi hier reißt jetzt ab. Dann überlege ich mir wieder was anderes. Auf jeden Fall ist das jetzt mal erst hier soweit fest. So, okay. Das war auch nicht zu überhören. Das ist hier im Servicedeckel die ganze Zeit rumgeschlagen. Ich glaube, da oben irgendwo hat es auch eine Macke reingehauen. Ich weiß ja nicht so. Dann ein nächstes Klapperproblem. Ich mache jetzt einfach mal ein Video über irgendwelche Klapperprobleme, die dann immer auftauchen. Das nächste, die Batterie. So. Hier unten seht ihr, habe ich Schaumstoff ausgelegt, und zwar großzügig auf die Auflagefläche von der Batterie. Alles aufgelegt, hier seitlich Schaumstoff und ja, warum? Bei jedem Schlagloch ist die Batterie quasi da drin rumgehüpft und ist dann unten auf die Auflagefläche aufgeschlagen, und dann sieht man auch deutlich, dass da, ja, wenn es dumm läuft, Kanten wegbrechen und dass es sich da aufscheuert. Das ist gar nicht gut, wenn euch nämlich die Batteriesäure da drin ausläuft, dann habt ihr ein kleines, großes Problem. So, okay, also mit Schaumstoff hier alles ausgelegt, großzügig, da wo die Batterie aufliegt. So, es ist zwar noch ein bisschen hier durcheinander, aber okay. Okay, also Schlagen von der Batterie, Schaumstoff auslegen. Hier mit den Gummis, da auch mit dem Blinker-Relais. Gut, da ist jetzt nicht viel Gewicht. Das Anlasserrelais, das wiegt ein bisschen was. Und durch die Vibration und das schlechte Material ist wohl das Gummi gerissen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Klappern. Ich habe ja schon ein Video hochgeladen gehabt, wie ich den Servicedeckel repariert habe. Hier unten musste ich alles mit Fiberglas verstärken. Und ich habe hier eine Unterlegscheibe. Da ist auch der Plastiksteg nicht mehr. Ich würde das sogar jedem empfehlen, das hier abzuflexen oder mit dem Dremel abzudremeln und dann einfach ein Stück dickere Benzinleitung zu nehmen. Ja, damit ist das dann entkoppelt, weil das Plastik liegt direkt hier auf dem Gehäuse auf. Das vibriert und dann bricht euch hier alles raus. So, dann, okay, also das habe ich auch entkoppelt hier unten.
Jetzt fehlen aber noch hier oben die Teile. Da sind Plastiknibbel aufgespannt quasi. Das ist Plastik. Das kommt eine Metalllasche aus dem Rahmen und hier ist Plastik. Ganz hartes Plastik. Verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall hört sich das Ganze, jetzt habe ich es hier nicht eingehängt, so, und zwar hat das hier ein Spiel. Und jetzt hört ihr das, wenn ich hier dran rüttle, vibriert es bzw. es klappert. Und solche Geräusche dürfen natürlich nicht sein. Ich verstehe sowieso nicht, warum die nicht einfach Gumminippel genommen haben und darüber gezogen haben. Warum muss das Plastik sein? Die paar Cent hätte man doch wohl investieren können. Ja? So, diese Geräusche müssen wir auf jeden Fall beseitigen, weil wenn irgendwas am Motor sein sollte, ihr müsst auch immer eure Ohren offen haben, falls nämlich was ist, dass ihr merkt, oh, da ist was am Motor. Wenn hier jetzt die ganze Zeit während der Fahrt was rumklappert, ja, dann hört ihr vielleicht andere Defekte nicht. Weil das Plastikklappern, das übertönt alles. So, wie habe ich das da oben gelöst? Das Video, das zieht sich jetzt wieder mal in die Länge, aber okay. So, ich hoffe, man sieht's. Ich habe bei den Plastiknippeln auch wieder aus dem Fahrradschlauch ein Stück herausgeschnitten und jetzt sieht man es nicht, aber hier, da habe ich jetzt auch das Fahrradschlauch drüber gezogen. Ich weiß hier nicht, was mit dem Licht los ist. So, die Kamera ist auch nicht gerade optimal. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier so. Und hier stopfe ich das jetzt quasi da drüber. Und dann lasse ich hier ein bisschen überstehen, dass wir den Servicedeckel nachher dann aufsetzen können. So, das versuchen wir jetzt mal hier. Und jetzt versuche ich dieses Stück Schlauch quasi, ja, da durchzudrücken. So, jetzt könnt ihr erkennen, ja, hier jetzt nicht so gut. Da ist jetzt das Stück Schlauch, was da drüber steht. Und hier hinten, das ist besser zu erkennen, hier seht ihr es auch. So, das Ganze drückt ihr noch ein bisschen runter. Sieht jetzt zwar, wenn man es genauer hinguckt, auch nicht so toll aus, aber es ist immer noch besser wie das Geklappere dann. So, und jetzt ziehe ich das hier unten wieder an. Wenn ich das Loch mal da treffe, weil die Schraube, die ist auch wohl etwas verbogen. Das ist mir auch aufgefallen, dass da teilweise Schrauben sind, die einfach schon verbogen sind, die ich wechseln musste. So, nicht zu fest anziehen. So, das würde schon hier reichen. So, das ist mir sogar schon fast zu fest. Ich löse das noch ein bisschen. So, jetzt seht ihr, da klappert jetzt nichts mehr. Jetzt nehme ich die Gummischläuche da drüber. Jetzt klappert hier nichts mehr. So, das ist soweit fest. Es ist zwar blöd, wenn man irgendwas tauschen muss oder nachgucken muss, dann muss man immer wieder diese Schlauchstücke hier durchfriemeln, aber es geht. Hauptsache das Geklapper ist weg
und es ist relativ kostengünstig gelöst, das Problem. So, auf der anderen Seite natürlich auch. Ich zeige euch nochmal, wie schön das klappert. Da werde ich jetzt auch die Schläuche drüber ziehen und dann aufstecken und dann ist auch hier das Klappern weg. Das ist echt nervig. Dann gibt es noch ein anderes Klappern, aber das habe ich mittlerweile gut identifiziert. Das kommt hier von dem Kickstarter-Hebel. Wenn ihr voll durch ein Schlagloch fahrt, dann bewegt er sich und macht dann diese Klackgeräusche. Aber das kann ich schon relativ gut heraushören. Und ja, wenn das stören sollte, müsste man halt den Kickstarter-Hebel abmachen, ist aber auch blöd, falls die Batterie leer ist, könnt ihr euer Moped nicht mehr starten. Aber das ist relativ gut auszuhören und bei großen Schlaglöchern macht es dann auch immer Klack, das kommt hier von dem Kickstarter-Hebel. Ja. Okay, das sind jetzt so ziemlich die groben Klapperprobleme. Bei dem Plastik halt ganz schlimm, bei hohen Drehzahlen vibriert das schon ziemlich stark hier. Ja. So, ich hoffe, das war soweit informativ. Das ist jetzt leider hier auch speziell nur bei der Oga, was ich zeigen konnte. Bei euren anderen Maschinen, wenn ihr andere habt, Setka, Arrow und so weiter und so fort oder was weiß ich, was gibt es noch? Die Router zum Beispiel, Romit Router. Die sind noch etwas anders aufgebaut vom Plastik her und wenn ihr da Klappergeräusche und so weiter habt, müsst ihr euch auch irgendwie helfen und gucken. Wie gesagt, bei den Steckverbindungen hier habe ich es jetzt mit dem Fahrradschlauch gelöst. Hier unten den Plastiksteg weg und Benzinschlauch zum Entkoppeln. Ja. So, bevor ich das Video jetzt hochlade, es gibt noch eine Klapperstörquelle, das habe ich ganz vergessen. Und zwar die Sozius-Fußrasten. Das sind auch keine Abstandshalter oder sowas. Man kann hier das einfach hin und her schieben und es wackelt und rabbelt. So, jetzt nutze ich diese Gelegenheit und lackiere dieses Teil, weil das sieht echt schäbig aus hier. Alles Silber und dann ist da dieses legierte Metall, das sieht nicht so toll aus, das lackiere ich noch silber schnell und ja, dann zeige ich euch, wie ich hier dieses Klappern beseitige. Das ist übrigens der Bolzen und der ist mit so einer Nadelöse hier fixiert und ja, dann geht es gleich weiter. So, die Teile sind soweit getrocknet nach dem Lackieren. Jetzt kommen wieder diese Gummistulpen drauf. So. Oder andersrum. Doch so rum. So, dann kommt hier noch dieser Metallring. Und so soll das nachher dann hier rein. So. Jetzt gucke ich mal, wie viel Abstand wir dazwischen haben. So, das ist schon ein bisschen was. Jetzt schneide ich mir aus einem Stück Schlauch Distanzstücke heraus. So. Jetzt stecke ich den Bolzen durch, mache das erste Distanzstück rein. Ich glaube, das könnte sogar schon zu groß sein.
Jetzt muss ich versuchen, das zweite Stück da irgendwie ranzuquetschen. So, das ist, ich muss den noch dünner machen. So, jetzt versuche ich mit dem Schlitzschraubendreher das Stück hier reinzudrücken, so dass ich nachher den Bolzen da durchschieben kann. Das ist gar nicht so leicht hier. So, jetzt bin ich durch. Jetzt muss ich gucken. So. Okay. Das heißt, es kann jetzt hier nicht mehr in der Führung hin und her rutschen. Und es ist relativ fest. So. Die Sicherungsklipse hier oder Sicherungsnadeln, die habe ich jetzt mit einer Kombizange hier halbwegs wieder gerade gebogen. Normalerweise sollte man neue nehmen, aber ich habe jetzt gerade keine da und habe nicht wirklich Lust. So, jetzt kommt die Unterlegscheibe hier wieder drauf und jetzt seht ihr hier, das sind da Löcher in den Bolzen. Da kommt jetzt die Sicherungsnadel oder Clip oder was auch immer da rein und dann kann man das hier so herumbiegen. So, okay, jetzt sieht das mal halbwegs gescheit aus und hier klappert nichts mehr. Ja, minimal, aber zumindest kann das hier jetzt in der Führung nicht mehr hin und her wackeln. So. Okay. Damit wäre jetzt auch ein Klapperproblem beseitigt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und war informativ. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert es bitte, dann bekommt ihr immer die neuesten Inhalte. Und dann wünsche ich euch eine schöne Fahrt und bis zum nächsten Video.